feeling quite bummed out lately Ich war kürzlich ziemlich deprimiert, because I just turned 40. weil ich vor kurzem 40 geworden bin. Oh, thank you. You're nice. Thank you. Oh, that was not why Das war nicht der Grund, warum ich das jetzt gesagt habe. Thank you, Gadi. Thank you, everyone. Yeah, it's just a tricky age where you question a lot of things and you feel a little depressed. Es ist einfach ein ziemlich verzwicktes Alter, weil du hinterfragst Dinge und du fühlst dich vielleicht ein bisschen niedergeschlagen. And then on Thursday, I walked through this restaurant door. Und am Donnerstag bin ich dann durch die Tür dieses Restaurants gegangen. And then, surprise! Und auf einmal Überraschung. 20 people were there to surprise me. 20 Leute waren da, um mich zu überraschen. And that just made it all better. Und das hat alles so viel besser gestimmt. So thank you. I owed you one, I promise. Also vielen Dank euch und ich merk's mir. And we're also gonna look at a surprise appearance of someone. Und heute wollen wir uns auch so eine Überraschungserscheinung von jemandem anschauen. And that is Jesus appearing to several people after his resurrection. Und das ist, als Jesus einigen Leuten nach seiner Auferstehung begegnet And we're ist. gonna look at from the Gospel of John. Wir werden uns das im Johannesevangelium anschauen. Now, the Gospel of John is a very cool book. Und das Johannesevangelium ist ein wirklich cooles Buch. It's very simple, yet very profound. Es ist ziemlich schlicht und gleichzeitig sehr tiefgreifend. Doesn't matter what stage of faith you're in, you're gonna learn something about it. Und egal in was für einer Phase deines Glaubens du dich befindest, du wirst immer was davon lernen. And John tells us that he's being very selective about what he recorded in his book. Und John beschreibt auch, dass er sehr wählerisch war in dem, was er in sein Buch aufgenommen hat. He said Jesus did all these miracles, Und er schreibt dort, Jesus hat all diese Wunder getan. which he calls signs, Also er nennt sie and he Zeichen. says so many things, Und es waren so viele. but he didn't record all of them. Aber er hat nicht alle Right? He aufgezeichnet. just recorded 7 signs and the 7 I am sayings. Also er hat 7 der Wunder beschrieben und auch 7 dieser Ich-Bin-Statements. And so John is looking at all these encounters that Jesus had and everything he said. Und Johannes schaut sich dann all diese Begegnungen und Dinge an, die Jesus getan und gesagt hat. And he decided that the climax of his book is going to be meeting with doubting Thomas. Und dann entscheidet er sich, dass der Höhepunkt dieses Buches die Begegnung mit dem zweifelnden Thomas ist. The guy who said, oh, I'm not going to believe unless I see it and I touch it myself. Es ist dieser Typ, der gesagt hat, oh, ich werde nicht glauben, wenn ich es nicht gesehen und selbst berührt habe. That guy. Dieser Typ, Why was doubting Thomas chosen as the climax of his gospel? warum wurde der zweifelnde Thomas auserwählt, der Höhepunkt des Evangeliums zu sein? Well, we know that Thomas is a very intelligent and practical guy. Also wir wissen, dass Thomas ein sehr intelligenter und auch ein praktisch begabter Typ And he ist. always seemed to ask the right questions. Und er scheint immer die richtigen Fragen zu stellen. So, for example, one time, Jesus told them, I'm going to go and prepare a place for you guys. Und einmal sagt Jesus, ich werde hingehen und werde einen Ort für euch bereiten. And Thomas said, oh, I don't know where you're going. Und Thomas sagt dann, ich weiß doch gar nicht, wo du hingehst. So how do I know the way? Woher soll ich dann den Weg wissen? And because of his question, Jesus made one of his most profound statements. Und wegen dieser Frage hat Jesus eine seiner tiefgründigsten Aussagen getroffen. He said, I am the way, the truth, and the life. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. And so Thomas is just a no-nonsense kind of guy. Also Thomas ist dieser sehr geradlinige Mensch. And he was just being honest about his unbelief. Und er war einfach nur ehrlich, auch mit seinem Unglauben. And if a close disciple of Jesus can doubt, Und wenn so ein enger Jünger von Jesus zweifeln it kann, helps us when we look at how a skeptic like Thomas later becomes someone who professed the greatest confession of faith. dann hilft es uns, dass so ein Skeptiker wie Thomas später zu dem wird, der das größte Glaubensbekenntnis bezeugt. Now, before appearing to Thomas, Jesus appeared to several other people. Aber bevor Jesus Thomas erscheint, begegnet er noch einigen anderen Leuten Right? It zuvor. was Easter Sunday, Jesus is risen. Ostersonntag, Jesus ist auferstanden. And the first person who saw Jesus was
Mary. Und die erste Person, die Jesus sieht, ist Maria. And Mary was totally shocked. Und Maria war total geschockt. She's like, "Teacher." Und sie sagt, Meister. And Jesus said to her, "Don't touch me." Und Jesus sagt zu ihr, fass mich nicht an. Hey, but later with Thomas, Jesus said, "Come and touch me. Und später sagt Jesus dann zu Thomas, komm und berühr du mich. Put your finger into my side." Leg deinen Finger in meine Seite. Whoa, what's going on here? Moment mal, was passiert denn hier gerade? Hashtag double standard, right? Hashtag Doppelmoral. No, because the word that Jesus used for Mary doesn't just mean touch. Das Wort, das Jesus bei Maria anwendet, bedeutet nicht nur berühren, It means to cling on to. sondern das heißt auch festhalten. So what Mary wanted to do was to hold on to Jesus and won't let him go. Und Maria wollte eigentlich Jesus festhalten und ihn nicht wieder gehen lassen. She saw how Jesus died. Sie hat gesehen, wie Jesus gestorben She ist. was overwhelmed. Sie war überwältigt davon. She didn't want to let Jesus go again. Und jetzt wollte sie Jesus nicht wieder gehen lassen. But Jesus told her to loosen her grip. Aber Jesus hat ihr gesagt, dass sie loslassen soll. And it's like Jesus is saying to Mary, "I know you want me to stay. Und es ist, als ob Jesus zu Maria sagen würde, ich weiß, dass du möchtest, dass ich bleibe. I know you want things to be just the way it was before. Und ich weiß, dass du einfach wieder möchtest, dass die Dinge so sind, wie sie immer waren. But you can't hold on to me because our relationship is about to change. Aber du kannst nicht an mir festhalten, weil unsere Beziehung wird sich verändern. You will get the Spirit in my place. Du wirst diesen Geist an meiner Stelle I bekommen. will still be with you, but it will be a spiritual communion and not physical presence." Ich werde immer noch mit dir sein, aber es wird eine geistliche Gemeinschaft sein und nicht meine physische Gegenwart. And in order to do that, you're going to have to start walking by faith, Mary, not by sight. Und um das zu tun, musst du im Glauben gehen und nicht im Schauen. And so what Jesus was doing is she challenged Mary to let go. Und was Jesus hier getan hat, er hat Maria aufgefordert, ihn gehen zu lassen And take her into deeper faith. und hat sie in einen tieferen Glauben geführt. And so Mary went and told the disciples what happened. Und dann ist die Maria losgegangen, hat den Jüngern erzählt, was passiert ist. And that same evening, the disciples, after hearing Mary's testimony, Und an diesem gleichen Abend, wo die Jünger das Zeugnis von Maria gehört haben, they gathered together in a locked room. versammeln sie sich alle in so einem verschlossenen Raum. But in a miraculous way, Jesus came through the locked room. Aber wie auf so eine wundersame Art und Weise kommt Jesus in diesen verschlossenen Raum rein He appeared to the disciples, und erscheint den Jüngern and the disciples were overjoyed. und die Jünger sind hocherfreut. Jesus gave them the Holy Spirit, Jesus gibt ihnen den Heiligen Geist, right? He commissioned them there, er sendet sie aus, but Thomas was not there. aber Thomas war nicht da. He missed totally everything. Er hat völlig verpasst. And so later, the disciples told Thomas what happened. Und später sagen die Jünger dann Thomas, was passiert ist. They were telling him, "Hey, we've seen the Lord." Und sie sagen, hey, wir haben den Herrn gesehen. And the word tell that's used here is actually in a present progressive term. Und dieses Wort, dass sie ihm das gesagt haben, ist eigentlich in der Verlaufsform der Gegenwart. That means the disciples didn't just tell him one time. Und das bedeutet, dass die Jünger das nicht nur einmal ihm gesagt haben, They keep repeatedly tell Thomas, "We've seen the Lord. We've seen the Lord." sondern sie sagen es ihm immer wieder, wir haben den Herrn gesehen, wir haben den Herrn gesehen. And that makes Thomas to be on the same boat as us. Und auf einmal sitzen wir im gleichen Boot wie Thomas. Because during that week, before Jesus appeared to Thomas again, Weil in dieser Woche, bevor Jesus Thomas erschienen ist, all Thomas had was the eyewitness accounts, just like we do. war alles, was Thomas hatte, diese Augenzeugenberichte, die auch wir haben. Thomas had the eyewitness accounts from the disciples. Thomas hatte die Augenzeugenberichte der Jünger. We also have the eyewitness accounts in written form. Und auch wir haben diese Augenzeugenberichte in geschriebener Form. But this is Thomas' reaction to what the disciples told him. Aber hier kommt die Reaktion von Thomas auf die Berichte der Jünger. In John chapter 20, verses 25, Thomas said, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hands into his side, I will not believe."
In Johannes 20 steht, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Fingern das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. So Thomas has these conditions after conditions. Und Thomas hat eine Bedingung nach der anderen. And he say, I'm gonna need to see this, I'm gonna need to touch this. Er sagt also, ich muss es sehen und dann muss ich es berühren Only then I will believe. und nur dann werde ich And then glauben. it says, a week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Then he said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas said to him, my Lord and my God. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig oder gesegnet sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas got all the bad rap here, right? Also Thomas kriegt hier diesen schlechten Ruf. He was called the doubting Thomas because of what happened. Er wird dieser zweifelnde Thomas genannt wegen dem, was hier geschehen ist. But the disciples, they didn't do so well either. Aber die anderen Jünger haben eigentlich auch nicht so toll gehandelt. I mean, they got the testimony from Mary. Also sie haben doch das Zeugnis von Maria erhalten They've seen Jesus appearing to them the week before with their own eyes. und sie haben Jesus schon eine Woche zuvor gesehen mit ihren eigenen Augen. Yes, they still didn't believe what happened, or they didn't understand what happened. Aber irgendwie konnten sie immer noch nicht so richtig glauben oder verstehen, was geschehen war. Because this time, when Jesus appeared to them again, the doors were what? Weil dieses Mal, als Jesus ihnen wieder erscheint, waren die Türen wie? Locked. Verschlossen. Why? Und warum? Because they were scared. Weil sie Angst hatten. So on the one hand, they told Thomas, hey, we've seen the Lord. Auf der einen Seite sind sie zu Thomas gerannt und haben gemeint, hey, wir haben den Herrn You gesehen. know, our Lord Jesus, he just overcame death and came back to life. Unser Herr Jesus, er hat den Tod überwunden und er lebt. But wait, Aber Moment mal, let me lock the door first. lass uns mal erst die Tür schließen. Scary out there. Ist doch ziemlich furchteinflößend da draußen. Jesus just did the impossible. Jesus hat das Unmögliche getan. He defeated the scariest thing of all. Er hat das furchteinflößendste überhaupt besiegt. Death. Den Tod. Yet they still live in fear. Und trotzdem leben sie noch in Angst. But don't we all? Aber tun wir das nicht alle? We also know about the resurrection of Jesus Christ. Wir wissen von der Auferstehung von Jesus Christus. Sometimes we also live behind closed doors. Und trotzdem leben auch wir oft noch hinter diesen verschlossenen Türen. When we are angry or we hold a grudge against someone, Wenn wir zornig sind oder einen Groll auf jemanden schieben. we lock doors because deep down inside, we didn't believe that in Him we can have the resurrection power to forgive. Dann verschließen wir so diese Tür, weil wir tief in uns nicht glauben, dass die Auferstehungskraft von Jesus uns die Kraft gibt zu vergeben. Or when someone we love disappointed us, Oder wenn jemand, den wir lieben, uns enttäuscht hat, we lock doors when we give up. dann schließen wir die Tür, wenn wir aufgeben. Because we didn't believe that the resurrection power of God can transform someone. Weil wir nicht daran glauben, dass die Auferstehungskraft jemanden verändern kann. Or that He can save our marriage. Oder dass er unsere Ehe retten kann. Or when we worry about the future, Oder wenn wir uns Sorgen über die Zukunft machen, we also lock doors. auch dann schließen wir die Tür ab. Because we think we need to solve it and fix it in our own limited space. Weil wir denken, dass wir es selbst lösen und handeln müssen in diesem kleinen, verschlossenen und begrenzten Raum. But the good news is that these locked doors didn't stop Jesus from showing up. Aber die gute Nachricht ist, dass diese verschlossenen Türen Jesus nicht davon abgehalten haben, wiederzukommen. And when Jesus walked through these locked doors, He said, peace be with you.
Als Jesus durch die verschlossene Tür durchläuft, sagt er, Friede mit euch. Shalom. Shalom. He didn't come to bring us judgment. Er ist nicht gekommen, um uns das Gericht zu bringen, He offered us peace. sondern er bietet uns seinen Frieden an. And then Jesus went straight to the point and addressed Thomas. Und dann kommt er direkt auf den Punkt und spricht zu Thomas. He said, come, put your finger here. Komm mal, leg deinen Finger hier hin, Put it to your side, from my side. leg ihn hier auf meine Seite. He's offering Thomas the evidence that he's been asking for all this time. Und er bietet Thomas diesen Beweis an, nachdem Thomas die ganze Zeit gesucht hat. He's saying, come, check me out. Und er sagt, komm, find selbst heraus. But here's the kicker. Aber hier kommt der Hammer. Did Thomas touch Jesus? Hat Thomas Jesus berührt? I don't think he did. Ich glaube, er hat es nicht. Because when Jesus asked Thomas to touch him, Weil als Jesus Thomas bittet oder auffordert, ihn zu Thomas berühren, didn't respond with saying, okay, oh, my Lord and my God. dann sagt Thomas nicht so, okay, oh, mein Herr und mein Gott. And in verse 29, it says, Jesus said, because you have seen me, you have believed. Not because you have touched me, you have believed. Und in Vers 29 steht dann auch, du hast mich gesehen und darum hast du geglaubt. Und nicht, du hast mich berührt und deswegen hast du geglaubt. So why didn't Thomas touch Jesus like he wanted at the first place? Also warum hat Thomas Jesus nicht berührt, was er ja ursprünglich vorhatte? I think it's because Thomas was looking for proof that Jesus is alive. Ich denke, Thomas hat nach einem Beweis gesucht, dass Jesus lebt. But through this encounter, he understood something way deeper. Aber durch diese Begegnung hat er etwas viel Tieferes verstanden. Because the moment that Thomas heard, put your finger here, Weil in dem Moment, wo Thomas gehört hat, leg deinen Finger hier hin, he must be thinking, how did you know I was thinking about that? denkt er sich wahrscheinlich, woher weiß er, dass ich darüber nachgedacht habe? How did you know that I was asking for this specific thing? Woher weißt du, dass ich genau danach gefragt habe oder gebeten habe? And Thomas realized that Jesus is always there. Und Thomas versteht, dass Jesus die ganze Zeit über da war. He knows all of his thoughts. Und er kennt all seine Gedanken, He knows everything he has done. alles, was er getan hat. He knows he was doubting him, Er weiß, dass er an ihm gezweifelt hat, but he still comes after him. aber er geht ihm immer noch nach. And then Thomas saw his wounds. Und dann hat Thomas seine Wunden gesehen. Oh, he's seen those wounds before. Oh, diese Wunden kennt er noch. He saw them on the cross. Er hat sie am Kreuz gesehen. The wounds that took away Jesus' life. Es waren die Wunden, die das Leben Jesu hinweggenommen The haben. wound that destroyed all of his hopes. Die Wunden, die all seine Hoffnungen zerstört haben. Now, why would the resurrected body of Jesus have wounds in them anyway? Und warum hat der Auferstehungskörper von Jesus immer noch diese Wunden? I mean, in my resurrection body, I probably don't want to keep my nose or my wrinkles or Also in meinem Auferstehungskörper möchte ich nicht unbedingt meine Nase behalten, meine Falten und my naja, height. Or meine Größe. I can go on and on, Also ich könnte da jetzt noch weiter but let's not go machen, there. aber lassen wir das mal. But the resurrected body of Jesus have wounds in them. Aber der Auferstehungskörper Jesu trägt immer noch diese Wunden. Why? Warum? Because these are exactly his glories. Weil genau das seine Herrlichkeit ist. Charles Spurgeon said it beautifully. Und Charles Spurgeon hat es sehr wunderschön ausgedrückt. He said, when we see Jesus on the Mount of Olives, Wenn wir Jesus am Ölberg sehen or the Mount of Transfiguration, oder dem Berg der Verklärung or by the Sea of Galilee, oder am See Genezareth, he is beautiful. ist er wunderschön. But there has never been such matchless beauty as that of our Christ as he hung upon that cross. Aber es gab nie so eine unvergleichbare Schönheit wie die, als Jesus am Kreuz hängt. The wounds are the perfect expression of his love poured out for us. Weil seine Wunden sind der vollkommene Ausdruck seiner Liebe, die er für uns ausgegossen hat. He's not just saying, look at what I can do, Er sagt nicht nur, hey, schaut mal, was ich hier so alles machen kann, but he's saying, look how I didn't run away from the cross. sondern er sagt, schaut, wie ich nicht vom Kreuz weggerannt bin. Look at how I stay there. Schaut, wie ich dort geblieben bin. And this is how much I love you.
und so sehr liebe ich dich. And when we see how Jesus faced his wounds, Und wenn wir sehen, wie Jesus seinen Wunden begegnet, we can face our wounds and our mistakes and our failure. so können wir dann auch unseren Wunden, unserem Versagen und unseren Fehlern begegnen. And we can trust that God can turn those wounds into glories as well. Und dann können wir Jesus vertrauen, dass er auch unsere Wunden in Herrlichkeit verwandeln wird. Thomas was looking for evidence that Jesus is alive. Thomas hat nach Beweisen gesucht, dass Jesus lebt. But more than that, he got evidence of Jesus' perfect, unconditional love. Aber darüber hinaus hat er noch viel mehr eine Offenbarung darüber bekommen, wie groß Gottes Liebe für ihn ist. Because he realized he has these preconditions after preconditions. Weil vorher hatte er eine Vorbedingung nach der anderen. I'll believe if I see him. Ich glaube, wenn ich ihn sehen werde. I'll believe if I touch him. Ich werde glauben, wenn ich ihn berühren And in kann. some ways, we do the same thing. Und wir tun irgendwie genau das Gleiche. I'll trust him if he gives me success. Ich glaube an ihn, wenn er mir Erfolg schenkt. Or if he gives me someone. Oder wenn er mir jemanden in mein Leben gibt. Or we demand some special circumstances to prove our faith. Oder wir stellen so bestimmte Bedingungen, um unseren Glauben beweisen zu können. But Jesus didn't do that. Aber Jesus hat es nicht getan. He didn't say, I'll die for you only if. Ich werde nur für dich sterben, wenn. Or I'll love you if. Oder ich liebe dich nur, wenn. And I think that just broke through Thomas's heart. Und das hat das Herz von Thomas zerbrochen. And right there, he dropped all of his preconditions. Und genau in diesem Moment hat er alle seine Vorbedingungen und Forderungen fallen lassen. He didn't need to touch him. Er musste ihn nicht länger berühren. And then Thomas made the most profound declaration that is ever made by a human being in the Bible. Und dann macht Thomas eine der größten Bekundungen, die jemals ein Mensch in der Bibel gemacht hat. He said, "My Lord and my God." Er sagt, mein Herr und mein Gott. And Thomas didn't say this statement like in an overly abused way like we do nowadays. Und Thomas macht diese Aussage aber nicht, so wie wir das heutzutage oft schon fast missbräuchlich tun, Or we say, "Oh my God," for almost anything, right? wo wir fast zu allem sagen, oh mein Gott. But this statement, "My Lord and my God," is radical. Aber diese Aussage, mein Herr und mein Gott, ist radikal. Because the Jewish people at that time, they didn't believe Jesus was who he said he was. Weil die Juden in dieser Zeit haben nicht daran geglaubt, dass Jesus der ist, der gesagt hat, dass er In a ist. strictly monotheistic culture, this is the highest title of deity. In dieser strengen monotheistischen Kultur war das der höchste Titel, den eine Gottheit erhalten konnte. So the climax of John's gospel is not that Thomas was doubting. Also der Höhepunkt des Johannesevangeliums ist nicht der, dass Thomas gezweifelt hat, It's when he's believing. sondern es ist der, wo er beginnt zu glauben. And with his confession of faith, Thomas just brought John's gospel in full circle. Und mit diesem großartigen Glaubensbekenntnis hat Thomas den Kreis geschlossen des Johannesevangeliums. This is what John has been trying to tell us all this time. Weil Johannes wollte genau diese Tatsache die ganze Zeit rüberbringen. Starting in John chapter 1 verses 1, In Johannes 1, Vers 1 beginnt er damit. it says, "In the beginning was the Word. Am Anfang war das Wort. The Word was with God and the Word was God. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. And God became flesh and made his dwelling among us." Und Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. And that God is Jesus. Und dieser Gott ist Jesus. Why did he come? Warum ist er gekommen? He came because we messed up and we can't save ourselves. Weil wir es vermasselt haben und wir können uns nicht selbst da retten. He died on the cross in our place so that in him we can live forever. Er ist am Kreuz an unserer Stelle gestorben, sodass wir ewiglich leben können. And in the end, it's very ironic because the greatest doubter got it right. Und letztendlich ist es ziemlich ironisch, weil der größte Zweifler letztendlich es am tiefsten begriffen hat. It is through believing that we enter a personal relationship with Jesus. Weil indem wir glauben, treten wir in diese persönliche Beziehung mit Gott ein. For he said, "My Lord and my God." Weil er sagte, mein Herr und mein Gott. But wait,
there's more. Aber Moment mal, da gibt es doch noch viel mehr. Because there's a climax after the climax. Weil da kommt ein Höhepunkt nach dem anderen. I mean, it's like we've been watching a show, right? And Jesus and Thomas, they were on stage. Also es ist so, wie wenn wir so eine Vorführung anschauen und da sind Jesus und Thomas auf der Bühne The spotlight was on them. und die Scheinwerfer fallen auf sie. And then all of a sudden, the spotlight turned to the audience. Und plötzlich wenden sich die Scheinwerfer mitten ins Publikum. It turns out that Jesus and John have been having you and me in mind. Und letztendlich stellt sich heraus, dass Jesus und Thomas oder Johannes auch die ganze Zeit dich und mich im Sinn hatten. Because after accepting Thomas's worship, Weil nachdem Jesus die Anbetung von Thomas angenommen hat, Jesus gave us his great blessing. hat er uns seinen großen Segen gegeben. He said again in verse 29, Und in Vers 29 lesen wir, then Jesus told them, because you have seen me, you have believed. und Jesus sagte ihnen, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Gesegnet, glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt It's a haben. gentle rebuke from Jesus to Thomas. Also es ist so eine sanfte Zurechtweisung von Jesus zu Thomas hin. He's saying, hey, you shouldn't need to see me and touch me to believe. Hey, eigentlich hättest du mich gar nicht sehen und berühren brauchen müssen, um wirklich zu glauben. You should have believed in the eyewitness accounts of me. Du hättest schon an mich glauben können, nur aufgrund dieser Augenzeugenberichte. But because Thomas is chosen to be the apostle, Aber weil Thomas auserwählt wurde als Apostel, which is a unique, authoritative witness of his resurrection, und das ist eine sehr besondere, einzigartige und auch autoritäre Rolle, die er dort einnehmen durfte, he was granted the gift of seeing Jesus with his physical eye. hat er dieses Geschenk erhalten, dass er Jesus mit seinen eigenen Augen sehen durfte. We are also given the eyewitness accounts of Jesus. Auch wir haben diese Augenzeugenberichte erhalten They're in written form. und sie sind über Jesus in geschriebener Form. Who do you then say Jesus is then? Also was sagst du dann, wer ist Jesus? And what are you going to do about it? Und was tust du damit? And how would you declare that he is my Lord and my God in today's culture? Und wie wirst du bezeugen, dass er mein Herr und mein Gott ist in der Kultur, in der wir heutzutage leben? The Gospel of John is for people at any stage of faith. Das Evangelium von Johannes ist für Menschen in jeder Phase ihres Lebens, ihres Glaubens. Jesus is calling all of us into deeper faith in him. Jesus ruft uns alle in eine tiefere Glaubensbeziehung mit zu ihm. Mary needed more faith to let go of Jesus' body Maria hat neuen Glauben gebraucht, indem sie Jesu Leib losgelassen hat and trust in the leading of his spirit. und der Führung des Heiligen Geistes zu vertrauen. The disciples needed more faith to unlock their doors to the world. Und die Jünger haben mehr Glauben gebraucht, um diese Türen aufzuschließen in die Welt hinaus. Thomas needed more faith to believe without empirical proof. Und Thomas hat mehr Glauben gebraucht, um zu glauben, auch ohne empirische Beweise. What about you? Und wie geht's dir damit? Maybe you don't believe that Jesus is your personal savior. Vielleicht glaubst du nicht daran, dass Jesus dein persönlicher Erretter ist. John is presenting to us a reliable eyewitness account of Jesus' life and resurrection. Johannes gibt uns diesen vertrauenswürdigen Augenzeugenbericht über Jesu Leben. He's not trying to tell us that Jesus is a great guy. Und er will damit nicht sagen, nur dass Jesus dieser tolle Typ war, He's telling us that Jesus is God. sondern er sagt uns und zeigt uns, dass Jesus Gott ist. And in him you will have life forever. Und in ihm wirst du ewiges Leben haben. Do you believe this? Glaubst du daran? Or maybe you're struggling with doubt like Thomas. Oder vielleicht kämpfst du mit Zweifeln wie Thomas. Unbelief and doubt, these are checkpoints in our path to faith. Unglaube und Zweifel sind so Prüfsteine auf dem Weg unseres Glaubens. But they shouldn't be our destination. Aber sie sollten eigentlich nicht das Ziel sein. Jesus invites all of us, like he did with Thomas. Und Jesus lädt uns alle ein, so wie auch Thomas. Come and investigate for yourself. Komm und finde für dich selbst heraus. And God can do remarkable things to speak to our doubt and unbelief. Und Gott kann unglaubliche Dinge tun, um auch zu unserem Unglauben und unseren Zweifeln zu sprechen. Or maybe you believe in Jesus Christ, Oder vielleicht glaubst du an Jesus Christus,
But like the disciples, you've been living behind locked doors. Aber so wie die Jünger hast du hinter verschlossenen Türen gelebt. In 1 John chapter 4, it says, perfect love drives out fear. Und in 1. Johannes 4 können wir lesen, dass die vollkommene Liebe alle Angst austreibt. Do you have his perfect love ruling in your heart? Hast du diese vollkommene Liebe, die in deinem Herzen regiert? Well, there's a person I know who is very similar to Thomas. Und es gibt eine Person, die ist sehr ähnlich wie Thomas. He's very smart and very pragmatic. Sehr intelligent, sehr pragmatisch. And he's also very clear and honest about his unbelief. Und gleichzeitig ist diese Person auch sehr klar über ihren Unglauben. And I've been praying for him for, 25 years now. Und für ihn habe ich bereits seit über 25 Jahren gebetet. He's someone I respected a lot and also quite fearful of. Es ist jemand, den ich sehr respektiere und gleichzeitig auch viel Ehrfurcht vor ihm habe. He's my dad. Das ist mein Vater. And I doubted that he would ever come to faith. Und ich habe gezweifelt, dass er jemals zum Glauben kommen So, wird. for the past 25 years, I've only prayed for him, but never shared the gospel with him. Und die letzten 25 Jahre habe ich immer für ihn gebetet, aber ich habe mit ihm nie über das Evangelium gesprochen. But God works in amazing ways. Aber Gott wirkt auf wundersame Art und Weise. God came through my locked doors and offered me this opportunity. Gott ist durch meine verschlossenen Türen gekommen und hat mir diese Gelegenheit angeboten. God is calling all of us into deeper faith, including me. Und Gott ruft uns alle in diesen tieferen Glauben, mich inbegriffen. So I'm very sorry to say, Also es tut mir wirklich leid, heute zu sagen, this sermon is not for you. diese Predigt hier ist eigentlich gar nicht für dich bestimmt. Ha, surprise! I got you. Jetzt habe ich euch wieder. It's for my dad who's here today. Es ist, weil mein Vater heute hier ist. Let's pray. Lass uns beten. Father God, I thank you for being such a wonderful God. Vater, ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Doesn't matter that we've been shutting doors and living in our doubts and unbelief. Es ist völlig egal für dich, dass wir hinter unseren verschlossenen Türen gelebt haben und an dich angezweifelt haben. You won't let us go and you keep showing up. Du lässt uns nicht los und du zeigst dich immer wieder. And we thank you that you give us your word. Danke dir für dein Wort. And I pray that your word will convict us today and touch our heart. Und ich bitte, dass du uns heute überführst und berührst. We believe that you have the power to change life. Ich glaube, dass du die Kraft hast, Leben zu verändern. And I pray that your spirit will touch everyone's heart here today. Und ich bitte, dass dein Geist heute jedes Herz berührt. Help us overcome our unbelief, Lord, like the guy in the Bible said. Hilf uns, unseren Unglauben zu überwinden, so wie auch Thomas in der Bibel. And we declare, Lord, you are my Lord and my God. Und Herr, wir verkünden heute, dass du mein Gott und mein Herr bist. And we just thank you for who you are, for what you have done for us on the cross. Und wir danken dir für wer du bist und was du am Kreuz für uns getan hast. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.